Grüezi und herzlich willkommen. Herrlich entspannend bereits der Spaziergang durch den lauschigen Park zur Clifton Suspension Bridge. Vorbei an bereits belebten Spielplätzen und den Gebäuden der Royal Marine Reserves, einer militärischen Rekrutierungsstelle. Doch wir haben ja ein anderes Ziel. Hier sind wir. Fahrzeuge dürfen weder zu schnell noch zu schwer durchfahren. Als Trost dafür geht das Bezahlen kontaktlos. Die Clifton Suspension Bridge über den Fluss Avon ist eine sogenannte Kettenbrücke und ein Wahrzeichen Bristols. Eine beeindruckende Brücke mit einer Gesamtlänge von 412 Metern. Die Brücke zu Fuß zu überqueren ist schon der Aussicht wegen zu empfehlen. Auf der Brücke sind wir rund 75 Meter über dem Fluss. Nicht schlecht. Erbaut wurde sie vom Ingenieur Isambard Kingdom Brunel in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts. Brunel wurde übrigens in einer Umfrage von Britain an zweiter Stelle in der Liste der bedeutendsten Landsleute gewählt, gleich hinter Sir Winston Churchill. Die Aussicht ist phänomenal entlang des Flussbettes, aber auch auf das Clifton Observatory, oben rechts im Bild. Zu diesem Aussichtsbalkon führt ein Kellergang direkt vom Observatorium. Den Kellergang mit Ausblick auf die Avon-Schlucht sollte man sich zu Gemüte führen, vorausgesetzt man ist schwindelfrei. Das Clifton Observatory wurde 1766 als Windmühle für Mais errichtet und später zum Mahlen von Schnupftabak umgebaut. Mittlerweile ist sie eine Sehenswürdigkeit für Sternengucker und Ausblicker, ein Wahrzeichen und ein integraler Bestandteil der Landschaft Bristols. Das Observatorium hat eine lange und wechselvolle Geschichte, aber eines ist über die Jahrhunderte immer gleich geblieben: die spektakuläre und unvergessliche Aussicht auf Bristol, den Fluss Avon und die Clifton Suspension Bridge. Brandon Hill ist, wie der Name schon sagt, ein Hügel, der zwischen den Bezirken Clifton und Hot Wells in der Nähe des Stadtzentrums Bristols liegt.
dem Gipfel steht der Cabot Tower, der 1897 zum Gedenken an den 400. Jahrestag von John Cabots Reise von Bristol nach Neufundland im Jahr 1497 eröffnet wurde. Wirklich cool die Aussicht hier und ein schöner Platz zum Verweilen. Der Castle Park befindet sich nahe des Stadtzentrums. Dies auch dank der 91 Meter langen Castle Bridge, die 2017 eröffnet wurde und bereits ein etabliertes Wahrzeichen der Stadt ist. Sie ist sowohl für Fußgänger als auch für Radfahrer konzipiert und bietet einfachen Zugang zum Castle Park, den Einkaufsstraßen und der Altstadt sowie zur Anlegestelle der Bristol Ferry. Cool, der Fluss Avon bietet Vergnügen und Trainingsmöglichkeiten zugleich. Das macht natürlich Spaß. Die Turmruine der St. Mary Le Port Church aus dem 14. Jahrhundert steht westlich des Parks und die Ruinen der St. Peter's Church befinden sich in der Mitte des Parks. Okay, beides Ruinen, trotzdem hübsch anzusehen. Hier herrscht zwar emsiges Treiben, trotzdem aber immer sehr entspannt. Wir lassen uns einfach mal treiben. Cool. Tolle Atmosphäre hier, friedlich und entspannt. Pearl's Bridge, die Brücke für Verliebte. Kein Wunder in dieser herrlichen Umgebung. Und wo viele Leute sind, darf ein Riesenrad nicht fehlen.
Der Hafenspeicher des 19. Jahrhunderts umfasst heute Restaurants, Geschäfte und kulturelle Einrichtungen. Da ist wacker was los hier, speziell im Kulturzentrum Harbourside, dem ehemaligen Hafengebiet. Just you wait and see. We're gonna get married. White dress, perfect hair. Champagne friends are here. Just you wait and see. We're gonna get married. Und in der Corn Street wird nicht nur geheiratet, es ist auch gleich ein Straßenmarkt hier. Irgendwie passt das gut zusammen. Ja, weiter geht's Richtung Cornwall. Nächster Stopp machen wir in der Grafschaft Somerset, genauer in Clevedon, natürlich an der Beach. Der sehr schöne Pier hier wurde von Sir John Betjeman als der schönste Pier Englands beschrieben und 2001 als denkmalgeschütztes Gebäude ausgezeichnet. Am Eingang zum Pier ist ein kleines Museum untergebracht mit interessanten Ausstellungsstücken, speziell alten Fotos. Ein wirklich toller Pier. Man fühlt sich in der Zeit zurückversetzt, keine Buden und Karussells, dafür Ruhe und liebevoll dekorierte Bankreihen. Der Pier von 1869 mit japanischer Pagode und verglastem Restaurant, genau richtig fürs Picknick am Meer. Begleitet werden wir auch wieder vom hier durchführenden Küstenweg.
Watchet ist ein kleiner Hafenort, ebenfalls noch in der Grafschaft Somerset. Sehr ruhig und gemütlich hier. Ebbe und Flut geben an, wann mit den Booten und Schiffen aufs Meer gefahren werden kann und wann nicht. Eine alte Seemine wurde kurzerhand zur Spendenkasse umgerüstet. Gesammelt wird für Fischer und Seeleute, die krank, verletzt oder einfach in Not geraten sind. Die See hier scheint, wie übrigens vorher in Cliveden, raue Tage hinter sich zu haben. Nach einigen Tagen wird aber auch hier das Meer wieder blau sein. Auf der Fahrt nach Lynmouth weichen wir ganz wenig von der Küste ab und erfreuen uns an der herrlichen Landschaft auf einer Anhöhe, dem Foreland Point. Wir sind nun in der Grafschaft Devon. Der Fischerort Lynmouth ist ein Teil des Exmoor Nationalparks und bildet zusammen mit dem Nachbarort Linton eine Gemeinde. Die Ortschaft liegt wirklich noch an einer happigen Steilküste. Bekannt wurde Lynmouth durch die Katastrophe vom 16. August 1952. Der Grund war ein tagelanger sintflutartiger Regen, der die beiden Flüsse Westlind und Eastlind stark anschwellen ließ. Die nachfolgende Schlamm- und Gerölllawine zerstörte 2/3 von Lynmouth. Kaum vorzustellen, jetzt, wo der Ort so ruhig und gepflegt ist.
Die Krabbenfallen hier sind harmlos. Für uns. Für die Krabben allerdings nicht. Rein kommen sie, aber nicht mehr raus. Also um eine genügende Kopfbelüftung braucht sich der Walker keine Sorgen zu machen. Der Walker bezeichnet den Treffpunkt von 4 außergewöhnlichen nationalen Trails, den Coleridge Way, den Two Moors Way, den Tucker Trail und natürlich den Southwest Coast Path. Uns steht nun der Sinn nach einer Bergfahrt mit der mehrfach preisgekrönten und berühmten Standseilbahn Linton and Lynmouth Cliff Railway, die mit dem Wasser des West Lynn River angetrieben wird. Los geht's! Yeah, waterway, that's right, balance. Fill the top thread and bottom, the heaviest half inch right. Die Wasserballastbahn ist die höchste und steilste vollständig wasserbetriebene Eisenbahn der Welt. Cool! Wenige Minuten Fahrt und wir sind oben. Und nun bietet sich uns eine atemberaubende Sicht auf die Küste. Toll! Linton selber ist, wie es zu erwarten war, noch stärker auf den Tourismus ausgerichtet als Lynmouth. Auch die Talfahrt ist natürlich ein pures Vergnügen.
Der kleine Ort Parracombe, unser nächster Halt, liegt rund 6 Kilometer südwestlich von Lynmouth, inmitten einer völlig ländlichen Umgebung. In der Nähe des hübschen Ortes gibt es 2 sehenswerte Kirchen. Zum einen die Christ Church, die aktuell ihren Dienst tut, und zum anderen die St. Patrick's Church, die im 13. Jahrhundert erbaut wurde und seit 1971 ein denkmalgeschütztes Gebäude ist. Was meint ihr? Ist doch fast ein bisschen gruselig hier, oder? Gemütlich geht's weiter. Ein kleines Café inmitten der wunderschönen Natur lädt zur Erfrischung und bietet einen tollen Service. Die Besitzerin hat sich eiligst in der Nachbarschaft einen Flaschenöffner besorgt. Nicht schlecht. Zum Abschluss unseres Spazierganges besuchen wir Kevin Green, einen bekannten Töpfer, der sich hier aufs Land zurückgezogen hat. Seine Töpferarbeiten sind eine Wucht. Unter vielem anderen finden sich wunderschöne Vasen, Krüge, Teller und Tassen.
Aber nicht nur im Töpfern ist er Weltklasse. Seinen Garten pflegt er mit viel Fachwissen und einer Menge Geduld. Ein Besuch, den wir nicht so schnell vergessen werden. Tja, mit diesen Bildern geht auch diese Episode zu Ende. Oh, dieser Fuchs ist zwar nicht echt, dafür aber auch nicht hungrig. Okay, und in der nächsten Episode wartet dies. In Ilfracombe schauen wir uns die Stadt mit dem Dotto Land Train an und natürlich Verity. Wir wandern auf den Coastal Path und genießen dabei einmal mehr die prächtige Landschaft. Beobachten, wie die Möwen die Menschen studieren. In Padstow schlendern wir am Hafen entlang, prüfen in Hale die Qualität der Bäckerei Phillips, stellen fest, dass auch Schiffe aufs Wasser warten und natürlich noch vieles mehr. Ich danke euch ganz herzlich fürs Zuschauen, bin gespannt auf eure Kommentare und freue mich, wenn ihr das nächste Mal wieder mit dabei seid. Bis dann, bleibt munter.